ist es nicht doch immer wieder toll zu sehen, dass so große Dinge wie globale Marktführerschaft in so einer netten kleinen Garage ihren Anfang nehmen können, wie die Sie im Hintergrund von Enrique Lores gesehen haben. Also eine tolle Story, aber natürlich auch eine Story, die uns an eines erinnert, dass wir nämlich auf der einen Seite natürlich in einem Zustand leben, wo wir sagen, Marktführer sein ist das eine, Marktführer bleiben ist das andere. Und in diesen Zeiten von extrem beschleunigten Veränderungen, in denen Technologien, vor allem aber auch Kundenerwartungen, einen immer schnelleren Rhythmus der Veränderungen vorgeben, wird die Lern- und Veränderungsfähigkeit und Bereitschaft von Organisationen und Menschen zum immer kritischeren Erfolgsfaktor. Ein Unternehmen, das uns in dieser Hinsicht immer wieder überrascht, manchmal ehrlicherweise auch vor Rätsel stellt, aber in jedem Fall ein Unternehmen ist, auf das in dieser Hinsicht ganz besonders genau geschaut wird, ist die Volkswagen AG. Vor wenigen Jahren noch in schwerem Wasser, das darf man sicherlich sagen. In den letzten Monaten aber in einer beachtlichen Höchstform, wenn man sich die Innovationskraft und die Erneuerungskraft anschaut, die vielen Marken des Volkswagen-Konzerns gerade zum Beispiel im Themenfeld E-Mobilität vorlegen und hier wieder die Pace machen. Wie solche Transformationen von Ideen in Innovationen innerhalb der Volkswagen AG funktionieren, darüber möchte ich in unserem nächsten Dialog sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich dafür Yannis Sutor als Dialogpartner hier begrüßen darf bei den Bechtle Competence Days. Herzlich willkommen, lieber Yannis. Hallo Michael. Hallo. Ich bin froh, dabei zu sein. Schön, dass du da bist, Yannis. Und du leitest bei der Volkswagen AG eine ganz spannende Unternehmenseinheit, nämlich das Ideation Hub. Und da geht es offensichtlich um Ideen und dann geht es um Innovationen. Und wo wir dich jetzt schon mal da haben, Yannis, da darf natürlich die eine Frage nicht fehlen. Was ist denn das ganz große nächste Ding, an dem ihr gerade arbeitet? Die Frage stellst du mir zu Beginn noch. Okay, aber ich muss leider die ganz große Show den Kolleginnen und Kollegen vom Marketing überlassen und tatsächlich aber darauf eingehen, denn das ist Fakt und ihr seid ja auch in den Beiträgen vorher schon darauf eingegangen. Wir leben in tatsächlich super spannenden Zeiten aktuell und speziell in unserer Industrie und unserem Unternehmen finden jede Menge Veränderungen statt, das hast du schon gesagt. Und ich würde gern statt dem woran wir arbeiten, also dem Was, mit dir heute ein bisschen über das Thema, wie wir arbeiten, sprechen und wie wir speziell die Form neuen Arbeitens mit unseren Tätigkeiten prägen. Ja, und das ist auch genau der richtige Fokus. Also im Ernst die nächste Frage, Yannis. Was ist und was macht das Ideation Hub bei der Volkswagen AG? Das Ideation Hub ist, wir verstehen uns selber als kreative Innovationseinheit innerhalb der Konzern-IT. Das heißt, wir sind grundsätzlich für alle Marken und alle Fachbereiche im Konzern zuständig oder dürfen mit ihnen arbeiten, was unsere Arbeit sehr abwechslungsreich macht und dementsprechend auch extrem spannend macht. Wir verstehen uns als eine Art interner Dienstleister. Das bedeutet, wir unterstützen Teams in einer frühen Phase von Projekten. Wir arbeiten in Phasen, in denen eigentlich noch recht viel Chaos herrscht und befähigen andere Teams dort in der Innovationsarbeit. Das ist unser Grundverständnis. Wir sehen uns als Innovationscoaches und ja, vorwiegend arbeiten wir als Einheit der IT an Digitalisierungsthemen, aber auch grundsätzlich an neuen Prozessen und neuen Strategien. Okay, also Ermöglichen von Innovationen, Coaching von Innovationen, das ist eure Strategie und eure Situation heute. Aber das war, glaube ich, nicht immer so. Wie hat sich denn die Strategie, mit der ihr im Konzern agiert, in den, ich glaube, so rund 5 Jahren, die es euch jetzt gibt, wie hat sich denn die Strategie in der Zeit verändert? Und warum? Gerne. Ja, korrekt. Uns gibt es tatsächlich seit 5 Jahren. 2016 sind wir mal entstanden. Und unser Ziel war grundsätzlich schon immer, die digitale und kulturelle Transformation des Unternehmens mitzugestalten. Aber auf dem Weg haben wir einen ziemlichen Wandel durchlebt auch. Und ganz selbstkritisch könnte man sagen, dass wir so ziemlich alle Business-Hypes einmal mitgemacht haben. Wir sind mal damit gestartet, ein kreativer Brückenkopf zu sein und haben in unzähligen Workshops Hunderte, Tausende von Post-its geklebt, um mit vielen verschiedenen Fachabteilungen
Ideen zu entwickeln in Ein-Tages-Workshops. Also wir sind primär in Ein-Tages-Workshops am Anfang unterwegs gewesen. Und wir haben vorwiegend die Labs, die im Jahr 2015, 2016 entstanden sind im Konzern, mit den Fachabteilungen zusammengebracht, um entsprechend an einer Aufgabenstellung arbeiten zu lassen. Das war so der Anfang. Wir sind dann über rund 150 Abteilungen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, dahin gekommen, dass auch das Thema Startup-Management oder die Öffnung mit externen Partnern zusammenzuarbeiten, in dem Fall Startups. Da haben wir 2017 mit angefangen, haben ein Inkubationsprogramm mitbegleitet, was die Kollegen von der Gläsernen Manufaktur in Dresden an den Start gebracht haben. Da waren wir mit dabei und wir haben so den Begriff von Open Innovation geprägt bei uns im Konzern und sind dann aber irgendwann umgeschwenkt, das war 2018, und haben gesagt, eigentlich dürfen wir nicht nur, sage ich jetzt bewusst in Anführungszeichen, bei der Entwicklung von Ideen begleiten, sondern wir müssen diesen Prozess uns anschauen und dementsprechend mehr Nachhaltigkeit und Wirksamkeit auch schaffen für das Thema Ideenentwicklung, um eine tragfähige Innovation zu kreieren. Und seit 2018 haben wir dann angefangen, tatsächlich jetzt in 3 bis 6 Monatsprojekten zu arbeiten. Das heißt, nicht nur die Ideen einmalig zu bearbeiten, sondern eine tiefergehende Nutzerforschung zu machen und dann entsprechend auch Lösungen an den Start zu bringen, dass Fachabteilungen dann anschließend damit arbeiten können und es entsprechend weitertreiben können. Das war 2018 und wir haben uns nochmal eine Schärfung unserer Strategie im letzten Jahr gegeben. Das heißt, wir arbeiten heute in 3 Feldern maßgeblich. Das ist zu 75% die Innovationsarbeit in den Projekten, die ich gerade schon so angedeutet habe. Wir haben aber noch ein zusätzliches Feld geschaffen. Das ist die ganze Innovationsforschung. Das heißt, konkret sich damit auseinanderzusetzen, wirklich, welche Methodiken gibt es, was ist, bedeutet für uns Kreativität und in welchen Ausprägungen, was heißt Innovationskultur und was können wir da eigentlich alles lernen. Da haben wir aktuell 3 Doktorarbeiten dran laufen an diesen Themen. Und das ist so dieser Bereich der Forschung. Und dann haben wir sogar noch einen dritten Bereich geschaffen, der sich mit Wissenstransfer beschäftigt. Das heißt, alles das, was wir so in der Forschung und in unseren Innovationsprojekten bearbeiten und erarbeiten, versuchen wir im Konzern weiterzugeben an alle Interessierten. Wir haben ein Schulungskonzept aufgesetzt, das heißt verschiedene Schulungsformate definiert und entsprechende Communities gegründet, Design Thinking Community, Startup Community und dort auch wieder alle Interessierten des Konzerns gebündelt, um einfach einen Austausch abteilungsübergreifend, markenübergreifend anzuregen. Okay, also auch in dem Kernfeld der Innovation selbst bedarf es der kontinuierlichen Innovation und immer Absolut. wieder, vielleicht gerade dort natürlich, immer wieder das Hinterfragen der einmal sozusagen gewählten Vorgehensweisen, um Raum zu schaffen auch für andere Alternative, vielleicht dann wiederum besser geeignetere Methoden und Herangehensweisen. Jetzt heißt ihr ja, und ich vermute, das ist kein Zufall, nicht Innovation Hub, sondern ihr heißt Ideation Hub. Ich will jetzt nicht mit dir, Jannis, in die Begriffsklärung als solches einsteigen, aber schon noch einmal nachfragen, was qualifiziert denn aus deiner Sicht und welche Kriterien legt ihr an eine Idee, damit daraus eine Innovation werden darf oder kann oder soll, die dann auch wirklich nachhaltig in dem jeweiligen Unternehmensbereich wirken kann? Ein Stück weit muss ich aber in die Begriffsklärung gehen, um das zu beantworten. Denn tatsächlich das, was wir in unserer Tätigkeit machen, geht auf eine Definition von Josef Schumpeter zurück, der im Prinzip drei Ausprägungen nutzt. Einmal die Nutzerakzeptanz, die Marktakzeptanz einer Idee, dann natürlich die technische Machbarkeit einer Idee ganz grundsätzlich und die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Das sind so die 3 Komponenten, aus deren Ergebnis eine Innovation entstehen kann. Und wir in unserer Arbeit konzentrieren uns primär in dieser, wie von mir schon gesagten, frühen Phase primär auf die Nutzerakzeptanz. Das heißt, wir versuchen damit nachhaltig sogenannte Pull-Innovationen zu entwickeln. Das heißt, da gibt es einen Markt, die im Prinzip eine Idee heranziehen oder ziehen möchten und kennenlernen möchten. Anders als es vielleicht in der Vergangenheit mehr um Push-Innovationen ging. Das heißt, gerade wir als Wirtschaftsstandort Deutschland haben ja viele Erfindungen auch hervorgebracht und die dann einfach
sozusagen auf den Verkaufstresen gelegt und dann kamen Leute und haben die gekauft, weil es einfach eine technische Neuerung gab, die begeistert hat. Aber heutzutage über die Informiertheit der Konsumenten, über den hohen Wettbewerbsdruck und auch die Globalisierung an der Stelle, gibt es einfach einen viel höheren Druck auch. Das heißt, wir konzentrieren uns in unserer Arbeit viel darauf, dass wirklich die Nutzer im Mittelpunkt stehen und eine Idee schon ganz, ganz früh mit uns zusammen bewerten, bearbeiten und begleiten. Mhm. Vielen Dank und ein bisschen Begriffsklärung schadet ja dann auch tatsächlich nicht. Also vielen Dank dafür, Yannis. Jetzt ist es ja so, viele Unternehmen scheitern ja unter Umständen nicht an dem Mangel an Ideen, sondern an der Unfähigkeit, die Ideen auch tatsächlich umzusetzen und voranzutreiben. Und ich könnte mir vorstellen, in dem großen Konzern, in dem du an dieser zentralen Stelle tätig bist, da gibt es auch viele Ideen. Wie schafft ihr es denn, auch sozusagen die Ideen auf dem Weg zur Innovation und dann auf dem Weg zum Produkt oder zum Prozess so zu begleiten, dass auch eine Nachhaltigkeit erreicht wird? Ganz wichtig ist da aus meiner Sicht immer das Thema Zukunftsszenarien zu betrachten oder zu schauen, was für Einflussfaktoren wirken denn auf eine bestimmte Situation ein. Das heißt, wir können mit Sicherheit in vielen Bereichen unsere Arbeit, unsere grundsätzliche methodische Arbeit anwenden und schauen uns dann aber immer ganz gezielt an, okay, wo ist denn auch ein bestimmtes Potenzial dahinter? Welche Einflussfaktoren wirken auf eine bestimmte Abteilung, auf eine bestimmte Situation oder auch auf eine bestimmte Strategie? Und ich glaube, wenn da alles zusammenpasst, wenn ein positives Zukunftsszenario beschrieben werden kann, was eine Wahrscheinlichkeit eines Eintretens hat, dann können wir eine Idee zu einem gewissen Erfolg führen. Aber natürlich ist es immer von verschiedenen Faktoren abhängig, das ist ganz klar. Und manche Dinge können wir auch nicht vorhersehen. Aber deswegen nutzen wir dieses Einbinden der Nutzerinnen und Nutzer in vielen Phasen unseres Entwicklungsprozesses, A, ganz früh und B, dann iterativ immer wiederkehrend. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, dann Innovationen zu gestalten, die langfristig auch tragfähig sind, weil sie einfach am Markt orientiert entwickelt wurden. Okay, also Nutzereinbindung, dieser iterative Ansatz, am Ende des Tages dranbleiben, ist wahrscheinlich ein ziemlich hilfreiches Kriterium an der Stelle oder eine ziemlich hilfreiche Herangehensweise. Yannis, die Arbeit an sich, die Art, wie ihr arbeitet als Ideation Hub in der Volkswagen AG, wie hat sich die verändert? Da würde ich jetzt dich bitten, natürlich schon zu schauen auf Covid und all die Dinge, die damit zu tun haben. Aber vielleicht darf ich dich doch bitten, eine etwas langfristige Perspektive für uns aufzumachen. Wie hat sich die Arbeit verändert, wie ihr selber agiert? Wie sieht euer neues Normal in der Arbeit aus? Ja, Covid hat natürlich große Einflüsse auch auf uns gehabt, speziell was so die Arbeit mit Nutzerinnen und Kunden betraf. Auf einmal, wie wir alle anderen oder wie wir jetzt auch miteinander sprechen, alles auf Distanz. Das heißt, wenn wir versuchen, Empathien aufzubauen in Nutzerinterviews beispielsweise, dann ist das schwieriger, wenn man einfach viel von der Gestik, der Mimik und Körpersprache nicht wirklich mitbekommen kann. Aber ich glaube, uns hat es gar nicht so dramatisch getroffen, aus zwei Gründen, dass wir einerseits immer schon digital gearbeitet haben, das heißt viele digitale Formate genutzt haben und auch schon lange dezentral organisiert sind. Das heißt, die Hälfte des Teams arbeitet schon immer in Berlin, die andere Hälfte arbeitet in der Mutterorganisation in Wolfsburg, sozusagen im Unternehmensstandort. Und von daher waren wir dieses hybride Arbeiten eigentlich schon gewöhnt. Ich glaube aber, dass trotzdem noch ein Aspekt dazukommt und das ist die Flexibilisierung, einfach die Flexibilisierung, die wir als Arbeitgeber bieten müssen, den Arbeitnehmern gegenüber, auf eigene Wünsche, auf individuelle Situationen einzugehen. Ich glaube, das ist was wir definitiv klären müssen und ja, wo auch ja gerade viel Bewegung in der Industrie vorhanden ist und Notwendigkeit vorhanden ist. Ich glaube, so in einen globaleren Kontext gesteckt das Ganze, dass wir ein großes Glück haben im Team, selbstbestimmt schon immer arbeiten zu dürfen. Das heißt, wir haben viel Freiheit, auch ich habe es ja gerade ein bisschen in unserer Historiendarstellung erwähnt, dass wir uns immer wieder auch neu erfinden durften und dort Support bekommen haben, auch in dem, was wir tun. Und das ist
ist etwas, was ich auch versuche, in meiner Führungsarbeit weiterzugeben, einfach die Menschen sich entwickeln zu lassen und zu schauen, ganz individuell immer, welche Entfaltungsmöglichkeiten bedarf es, welche Wünsche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie kann ich Experimente auch an den Start bringen. Ich glaube, dieses Wort der Experimente ist mir eins, das ich ganz wichtig und ganz gerne prägen möchte, dass wir als Innovationsteam an sich, also nur als auf uns geschaut, einfach immer wieder auch mit neuen Formaten, neuen Impulsen experimentieren dürfen und uns so ausprobieren dürfen und dann zu schauen, was bewährt sich, was können wir langfristig behalten und was müssen wir aber gegebenenfalls vielleicht auch wieder rausschmeißen. Und ich glaube dass ich deswegen, ich versuche wieder den Bogen zurückzuschlagen zu deiner Frage und zu meinem Ausgangsstatement, Covid hat uns natürlich erwischt an der Stelle und hat alles Mögliche verändert. Aber ich glaube, dass diese Veränderungen einfach auch Chancen mitbringen, was uns jetzt betrifft, dass wir so weitermachen können wie bisher, hybrid arbeiten, flexibel arbeiten und aber auch zukünftig einfach mit noch mehr Experimenten eine neue Arbeitswelt gestalten können und dürfen. Und da freue ich mich persönlich ganz doll drauf. Also wir sind, um mal ein bisschen kleine Beispiele zu nennen, gerade dabei, neue Büroformate, neue Szenarien, wie wir hybrid in unterschiedlichen Abteilungen miteinander arbeiten, wie das alles laufen kann, wie wir auch vielleicht in dem Sinne die Internationalität, die der Konzern mit sich bringt, stärken können und einfach über diese Chancen, die sich daraus entwickeln, einfach auch eine ganz neue Form der Zusammenarbeit im Konzern herstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, freue ich mich persönlich extrem drauf. Es ist eben eine Zeit für Zukunft und auch eine Zeit des Aufbruchs und des Neumachendürfens. Und die Experimentierfreude, die dir ja auch sehr am Herzen liegt, du hast das sehr zum Ausdruck gebracht, die wächst ja an vielen Stellen. Und das ist ja auch gut so. Vielleicht neben der Experimentierfreude, Jannis, was würdest du denn gerne anderen Unternehmen aus deiner Erfahrung noch mitteilen, anbieten, als Learning, als Erfahrungswert? Du machst jetzt Ideation und Innovation seit 5 Jahren in einem Umfeld natürlich eines global agierenden Konzerns. Aber viele Dinge könnte ich mir vorstellen, von denen, die du erfahren hast, könnten auch anwendbar sein auf Unternehmen anderer Branchen, kleinere Unternehmen. Was würdest du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist immer neugierig zu bleiben. Das ist jetzt ein geborgtes Zitat an der Stelle. Stay foolish, stay hungry. Das würde ich als neugierig für mich interpretieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ganz spannend und aber aus so einer Management, eventuell Top-Management-Perspektive den Teams Freiheiten zu geben, selbst wenn es nur 1 oder 2 Menschen sind, die im Konzern an etwas Neuem arbeiten wollen, diesen Menschen Vertrauen schenken und sie einfach mal eine Zeit lang experimentieren lassen. Gerade in der Wirtschaft ist es ja viel auch als Lab bekannt, also die Organisationseinheiten am Rande der tatsächlichen Mutterorganisation, denen eine Chance zu geben und ihnen aber auch Freiheiten zu geben, also nicht mit auf Druck. Ich glaube, vorhin fiel das Zitat im Einspieler vorher, dass unter Druck Diamanten entstehen. Und das ist mit Sicherheit so, aber ich glaube auch, dass es eine gewisse Freiheit gibt. Und das Wichtige, was man diesen Teams bieten sollte, ist eine spannende Herausforderung, eine große Herausforderung, an der sie arbeiten. Also das ist, glaube ich, das, was auch die Generation der jetzigen Bewerberinnen und Bewerber, die aus dem Studium herauskommen, ganz, ganz massiv trifft, dieser Purpose-Gedanke, über den so viel gesprochen wird. Das interpretiere ich in der Form, dass Menschen einfach eine herausfordernde Tätigkeit gegeben werden muss. Und ich glaube, dass wir damit, also wenn Chefinnen und Chefs das erreichen können, sowas in ein Team reinzuspielen, eine purpose-getriebene Aufgabe, dass dann Menschen mit viel Freiheit ganz Großes bewirken können. Und das versuche ich in den nächsten Jahren weiter zu gestalten. Und ja, das, glaube ich, können auch viele Unternehmen, egal welcher Größe, tun. Und ja, dementsprechend verknüpft mit zukunftsgewandten Denkmodellen, die wir immer wieder versuchen, bei uns in der Arbeit auch einzubringen, ist das, glaube ich, ein Weg in die Zukunft. Das hört sich nach einem
Das hört sich nach einem ziemlich guten Weg in die Zukunft an. Jannis, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein und deine Erfahrungen zu teilen aus diesen 5 Jahren Innovations- und Ideationsarbeit, die du mit deinem Team innerhalb der Volkswagen AG machst. Ich wünsche euch und dir weiterhin ganz viel Erfolg dabei und bin sicher, wir werden am Ende des Tages tolle neue Produkte und tolle neue Services sehen, die von den Marken deines Konzerns kommen werden und die dann viel Spaß machen, wenn man sie benutzt. Wir haben jetzt tatsächlich 20 Minuten miteinander gesprochen und wir haben nicht einmal über Autos gesprochen. Ich habe gar nicht gedacht, dass das möglich ist, aber es hat sich richtig gut angefühlt. Vielen Dank. Klasse. Danke. Ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke, Jannis. Bis bald.